Hallo, hier ist Timo von Team Smokers Home. Wir schauen uns heute einmal gemeinsam die neue Powermatic 5 Plus an. Diese ist aktuell wahrscheinlich die interessanteste vollautomatische Stoffmaschine und ich zeige euch jetzt in diesem Video, warum sie das ist. So, wir fangen erstmal an mit dem Auspacken. Wenn ihr diese Maschine bestellt, dann kommt sie in so einen Karton bei euch an, also noch durch extra nochmal verpackt, aber das wird da drin sein, dieser Karton. Jetzt zeige ich euch mal, was da genau drin ist. So, wir fangen an, dann kriegen wir hier erstmal diese kleine Bedienungsanleitung. Ja, hier steht nochmal grob drauf, wie man diese Maschine nochmal zu benutzen hat. Hier stehen nochmal ein paar Tipps. Das ist auf jeden Fall auch ganz gut, ganz wichtig. Das machen wir erstmal an Seite. Dann machen wir weiter. Automatikverpackung weg. Dann kommen wir auch schon zur eigentlichen Maschine. So, den nehme ich auch direkt mal raus. Nehmen wir erstmal das hier raus. Hier ist die Auffangschale und das Netzteil. Erstmal an die Seite. Und dann nehmen wir auch mal die Maschine da raus. So, was auch ganz wichtig ist, was wir noch in diesem Karton drin haben, ist das Reinigungsset. Ja, dies ist ganz wichtig. Den Karton brauchen wir jetzt nicht mehr, da habe ich alles rausgeholt. Der kommt erstmal weg. So, dieses Reinigungsset hier ist sehr wichtig, weil es wird wirklich empfohlen, diese Maschine nach jeder Nutzung zu reinigen. Das garantiert einfach die Langlebigkeit dieser Maschine. Dort haben wir so einen kleinen Picker drin, wir haben eine Bürste drin und wir haben einen Pinsel drin. Das werde ich euch später noch zeigen, wie man das benutzt, um die Powermatic wirklich richtig sauber zu kriegen. So, jetzt haben wir hier unsere Maschine und den Auffangbehälter oder das Netzteil. So, wir machen weiter. So, ich habe die Maschine einmal ausgepackt und wir sehen direkt die erste Besonderheit, wir haben hier einen integrierten Tabakschredder. Der sorgt dafür, dass der Tabak auch wirklich schön klein wird. Zusätzlich haben wir noch die Clean-Taste, die ist auch relativ neu. Da zeige ich euch später noch, wie man die genau benutzt. Was wir auch noch haben, was man hier noch nicht sieht, wir haben einen Automodus. Das ist auch die erste Heimmaschine, die einen Automodus hatte oder hat. Und zwar damit werden automatisch die Zigaretten durchgestopft, ohne dass wir noch irgendwas machen müssen. Wir machen die Hülsen hier rein, wir machen den Tabak hier rein, drücken auf Start und der haut uns hier einfach durch, bis eins von den beiden leer ist. So, und ich würde sagen, wir schnacken auch nicht lange, wir testen auch die gute Maschine mal. Wir nehmen einfach das Kabel hier, stecken es in die Steckdose und machen auf der Rückseite den Stecker rein. Zack, machen an und dann sehen wir auch schon bereits, wir haben ein Bild. Ja, ich sehe es an. Und die Schale. Dann würde ich sagen, wir schnacken nicht lange. Ich zeige euch mal, wie man diese Maschine jetzt auch zum Einsatz kommen lässt. Wir nehmen uns hier Tabak eurer Wahl. Das Wichtige ist eigentlich nur, dass es Stofftabak ist, beziehungsweise Volumentabak. So, den benötigen wir einfach. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen was vom Tabak hier. Mal eine gute Hand. Machen den schön hier rein. So, ein Stück mehr. So, für den schön rein. So, ist das erledigt. Jetzt wollte ich noch Hülsen. So, nachdem der Tabak drin ist, kommen jetzt die Hülsen. Dann nehmen wir uns einfach mal ein paar raus und machen die hier rein. Zack. Nur noch direkt ein paar mehr. Dann haben wir jetzt unsere Hülsen. Und dann, alles was wir noch tun müssen, ist auf Start drücken. Jetzt klein den Tabak. Und die Hülse wird dann gleich automatisch zugeführt. Ja, genau. Und die Zigarette ist fertig. So, unser erstes Exemplar. Ohne große Arbeit haben wir jetzt hier schon eine gestopfte Zigarette. Hier können wir auch noch die Dichte einstellen. Wir machen das mal ganz hoch. Jetzt wird jetzt sehr füllgestopft der Tabak. So, wie man sieht, das ist jetzt die zweite. Die ist jetzt Höchststufe, das ist die erste. Die sind auf jeden Fall deutlicher Unterschied. Die rechte ist sehr viel gefüllter als die linke.
Das kommt, glaube ich, auf Kamera nicht so gut rüber, aber man fühlt es auf jeden Fall und man sieht es ja auf welches Stück. Also, jetzt zur Vorstellung des Automodus. Wir stellen die zuerst auf automatisch, auf Auto. Er hat auf die Starttaste gedrückt, bis hier Auto steht. So ist die Maschine schon mal richtig eingestellt. Als nächstes befüllen wir die Maschine. Also dafür holen wir uns erstmal den Tabak. Machen schön alles hier rein. Check. Die Dose ist fast leer. Kann ich einfach auskippen. So, dass schön voll ist. So, Klappe schließen. Dann kommen unsere Hülsen rein. So, wenn alles drin ist, einfach nur die Starttaste drücken. Eigentlich ganz top. Hier seht ihr auch mal das Ergebnis. Eigentlich ganz gut geworden. Ohne dass wir einen Finger krumm machen müssen hier. So, sagen wir jetzt mal, wir sind fertig nach einer intensiven Stopp-Session. Dann ist wirklich wichtig die Reinigung. Dies ist wirklich für eine langjährige Nutzung das Wichtigste. Wir haben bestimmt, die meisten unserer Touren sind auf jeden Fall darauf hinauszuführen, dass die Reinigung fehlt. Ganz wichtig, vor allem dieser Schacht hier, wo der Tabak wieder zerkleinert, wo geht in den Schacht rein. Und da ist immer das Ding, dass die da halt kleben bleibt und dann halt das festklebt. Und dann, wenn das der Fall ist, dann hätte nur noch eine Reinigung vom Hersteller. Die muss dann wieder auseinandernehmen. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Deswegen nehmen wir einmal dieses Reinigungsset hier, was ich euch schon am Anfang gezeigt habe. Und wir haben, genau, was wir noch haben hier, sind so 2 Ersatzdichtungsringe. Die kommen dann hier an diesen Halter ran. Genau. Und dann haben wir einmal hier einen Pinsel. Da können wir die überflüssigen Sachen so ein bisschen reinmachen. Oh, auch ganz wichtig, ausmachen die Maschine, wenn wir da rumwerken. Nicht, dass wir irgendwo entgegenkommen, weil wieder anfängt. Genau, wir machen ein bisschen hier rein, dass das alles weggeht. Genau, zack. Dann den Pieker, einfach ein bisschen da reinpieken. Dass da wirklich alles gedrückt ist und wir damit keine Probleme mehr kriegen. So. Was wir noch zusätzlich machen dann, wir machen die Maschine wieder an. Jetzt kommen wir auch nämlich zu einer großen Vorteil der neuen Pomatic 5 Plus. Und zwar der Clean-Knopf. Den halten wir einfach gedrückt, bis der Clean gleich erscheint. Jetzt haben wir Clean. Jetzt drücken wir einfach auf die Starttaste. Und was er jetzt macht, er nimmt den überflüssigen Tabak, genau, und schiebt ihn raus. Dass wir wirklich diesen Schacht leer haben. Ruhig machen, bis da kaum mehr was rauskommt, damit auch wirklich ganz sicher alles sauber ist. Das ist wirklich der Hauptgrund für Retouren, für alles, für Probleme. So. Wenn Sie das befolgen, dann wird es damit fast keine Probleme mehr geben. Das ist wirklich ja, ein kompletter Gamechanger, könnte man sagen. So, jetzt kommt nichts mehr raus, ist leer. Oder ob das eingefahren ist. So, und dann nochmal final, zur sicher gehen, nehmen wir uns das hier. Und gehen nochmal da rein und holt wirklich schon mal den letzten Rest raus. Zack, reicht eigentlich fast schon. Ja, und so reinigt man seine Powermatic 5 Plus dann auch, dass die wirklich auch lange funktioniert. So, das war mein Vorstellungsvideo für euch von der neuen Powermatic 5 Plus. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Den Link zu den Stopfmaschinen findet ihr in der Beschreibung bei esm-versand.de. Und sonst wünsche ich euch noch viel Spaß beim Stopfen.